Ja, hallo, neues Video von Automobil Depression. Ja, das Wetter ist schlecht, unsere Laune ist auch nicht viel besser und das Auto, ehrlich gesagt, ist auch nicht richtig gut. Wir wollen euch heute mal eine Mercedes A-Klasse vorstellen, und zwar die erste, intern W168 genannt. Und obwohl dieses Auto heutzutage ja sehr günstig zu haben ist, ist es sehr, sehr kompliziert zu schrauben, so viel vorweg. Aber ich fange jetzt erstmal mit der Modellhistorie an, und die ist tatsächlich spannend. Also ich finde, diese A-Klasse war eigentlich so das vielleicht sogar interessanteste Auto, was Mercedes hier entwickelt hat. Es gibt mehrere Patente, die Mercedes für dieses Auto sogar bekommen hat. Die wurde quasi vorgestellt als Studie A oder so ähnlich hieß das. Das war so ein Konzeptwagen. Und dann hat man dieses Auto tatsächlich fast wie die Studie in Serie gebaut. Und 1997 kamen sie dann auf den Markt. Also es war ein Auto der Kompaktklasse, sollte so mit dem sehr erfolgreichen VW Golf konkurrieren und Opel Astra und solchen Geschichten irgendwie Konkurrenz bieten. Es gab damals, als dieses Auto kam, also noch keinen BMW 1er. Weiß nicht, gab es schon den Audi A3, keine Ahnung. Also Mercedes stieß als erster Premium-Hersteller sozusagen konsequent in die Kompaktklasse vor, machte aber wirklich alles anders als Golf, Ford und Co. Man baute hier ein wirklich spannendes Fahrzeugkonzept, und zwar sieht man das sofort, dieses Auto ist quasi hoch, wie ein SUV heutzutage. Damals gab es kaum SUVs, außer die M-Klasse, glaube ich. Und es war so eine Art Minivan, also so eine Mischung aus Kompaktklasse und Minivan. Dieses Modell hier ist von 2004, der letzte dieser Modellreihe. Angefangen, wie gesagt, 1997, und man hat da konsequent ein komplett neues Fahrzeugkonzept erschaffen. Und zwar, zum einen war es die sogenannte Sandwich-Bauweise. Also dieses Auto hat im Prinzip einen doppelten Boden. Das sieht man ganz schön, wenn man hier die Tür öffnet. Sieht man schon, wie hoch dieser Schweller ist. So, und da unten drunter sind Hohlräume. Und da hatte man sich gedacht, zum einen, man kann jetzt alternative Fahrzeugkonzepte erproben und auch in Serie bringen. Also es gab relativ schnell eine Elektroversion und später, das hieß dann E-Cell, dann gab es den F-Cell, also mit einer Brennstoffzelle, Wasserstoff betrieben. Es gab da mehrere tausend Stück von, die immer leider nur im Versuchsbereich fuhren. In Serie gingen diese Autos leider nie. Es wurden auch, glaube ich, meines Wissens nach ein paar Autos sogar in Kundenhand gegeben, um sie in Kundenhand zu erproben, aber sie wurden nie tatsächlich über Mercedes-Benz vertrieben. Es blieb dann halt bei Verbrennern ja, man war halt auch einer gewissen Herausforderung ausgesetzt. Man musste halt dieses sehr kompakte Auto crashsicher machen. Und da hat Mercedes unglaublich viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, um dieses Auto crashsicher zu machen. Das geht zum einen auch mit dieser Sandwich-Bauweise. Das heißt, ein Seitencrash hat dieses Auto aufgrund dieses doppelten Bodens sehr gut abgefangen. Es ging dann weiter mit der Motoranordnung, ja. Also normalerweise ist bei Kompaktautos der Motor immer quer eingebaut, bei der A-Klasse auch, aber der Motor liegt immer im Prinzip parallel zu den Antriebswellen. Hier hat man das so gemacht, dass der Motor quasi vor den Antriebswellen liegt und zwar schräg eingebaut wurde, wie so ein Dreieck. Und das sollte dann bei einem Crash, und das war tatsächlich so in den vielen Versuchen, hat sich dieser Motor bei einem Frontalcrash quasi unters Auto geschoben. Das war absolut innovativ, dafür gab es mehrere Patente. Ich zeige euch das mal. Hier schon wieder alles abgebrochen. So. Also das ist jetzt hier ein Dieselmotor, ein A170, ein kleiner Common Rail Vierzylinder, Turbodiesel, der hatte glaube ich so 95 PS. Es gab dann noch eine Sparversion, ein A160 CDI, der hatte dann irgendwie um die 68 PS, sowas, wenn ich richtig informiert bin. Und hier seht ihr schon, der Motor ist so leicht gekippt. So, und wenn du jetzt hier einen Crash hast, dahinter sitzt das Getriebe, also hinterm Motor, nicht parallel, wie das üblich ist, sondern das Getriebe sitzt hinten. Bei einem Crash schiebt sich die ganze Geschichte unter das Auto. Das heißt, die Fahrzeuginsassen haben eine sehr, sehr gute Chance, den Motor nicht gegen das Bein zu bekommen oder gegen den Fuß oder was auch immer. Und das Auto hatte dadurch auch, obwohl es so kompakt gebaut wurde, eine relativ gute Knautschzone.
Ja, das war so wirklich absolut innovativ. Das hat man dann später sogar noch bei dem Smart auch nochmal gemacht. Der hatte den Motor ja hinten, aber da hatte man auch so eine Sicherheitszelle konstruiert, dass dieses Auto auch mit weitaus größeren Fahrzeugen kollidieren konnte, ohne dass es da zu nennenswerten Schäden bei den Insassen geführt hat. Das war wirklich absolut innovativ. Nachteil an der ganzen Geschichte war, dass dieses Auto, und das macht auch, glaube ich, den Grund aus, warum es heute sehr preiswert zu haben ist, nicht wirklich einfach zu reparieren ist. Ja? Also viele Erstbesitzer haben das Auto noch bei Mercedes machen lassen, danach kam es dann irgendwie in freie Werkstätten und größere Reparaturen hat man dann einfach nicht mehr gemacht, beziehungsweise dann nur noch günstigst irgendwie gemacht. Das heißt, viele A-Klassen sind auch nicht in einem wahnsinnig guten Zustand. Dazu kam, dass diese Autos leider Gottes auch wie alle Mercedes-Modelle aus diesen Baujahren halt massive Rostprobleme hatten. Das hält sich bei der hier noch in Grenzen, aber immer weggerostet ist hier im Prinzip der Radlauf. Auch hier unter dieser Schwellerverkleidung ging das los. Das ging dann auch mit den Türen so weiter. Da sind so Kunststoffleisten angeklebt, darunter gammelte es gerne und ganze Türen rosteten weg. Also die A-Klasse war tatsächlich auch sehr rostempfindlich. Die späteren Modelle waren da schon etwas besser. Ja, warum hatte Mercedes das damals gemacht? Also die haben sich tatsächlich überlegt, dass es Zeit ist für alternative Antriebe. 1997, ja. Und heute zeigt sich, dass sie das damals leider nicht zu Ende geführt haben und den Trend komplett verpennt haben und das rächt sich heute. Und mit diesem Auto hätten sie eigentlich schon im Prinzip den Vorreiter schaffen können und es wäre, glaube ich, sogar angekommen. Also man hätte sofort eine Elektrovariante quasi auf den Markt bringen können oder mit der Brennstoffzelle weiter sozusagen auch eine Serienreife erzielen können. Serienreif waren die Autos, nur es gab keine Vermarktungsstrategie. Und das ist jetzt aus heutiger Sicht, glaube ich, sehr schade. Also wahrscheinlich stand Mercedes da heute auch besser da, wenn sie das konsequent weiterverfolgt hatten. Es gab dann ja auch noch den Nachfolger, der ähnlich aufgebaut war, auf dem dann auch diese B-Klasse basierte, die auch noch so eine Art Sandwich-Boden hatte. Also man hat das relativ lange weitergeführt, dieses Konzept. Nur man hat es halt nie mit alternativen Antrieben tatsächlich bestückt. Ich glaube, die letzte B-Klasse oder A-Klasse gab es dann nochmal mit einer kleinen Elektro-Variante, die dann serienreif war. Aber nie im großen Stil. Genau, was waren noch die Nachteile? Ja, jeder kennt dieses Auto wegen des berühmten Elchtests. Das war ein Journalist aus Schweden, der für eine Zeitschrift geschrieben hat und der, wie in Schweden üblich, diesen sogenannten Elchtest, also ein Ausweichstest war das. Da gibt es so gewisse Parameter, wie sich ein Auto zu verhalten hat, wenn es irgendwie bei einer gewissen Geschwindigkeit einem gewissen Gegenstand ausweichen muss. So, das hat er mit diesem Auto gemacht und hat sich brutalst überschlagen. Warum? Weil dieses Auto natürlich durch diese Sandwich-Bauweise und den extrem hohen Schwerpunkt ein sehr instabiles Fahrverhalten hatte, was Mercedes dann aus irgendwelchen Gründen, die, glaube ich, bis heute noch keiner so richtig weiß, also ich weiß es zumindest nicht dahingehend zu Ende entwickelt hat. Das war ein absolutes Marketing-Desaster, vordergründig. Weil man musste halt alle A-Klassen sofort stoppen, man musste die bestehenden A-Klassen zurückrufen und diese Autos wurden aufwendigst überarbeitet. Und die Neufahrzeuge, die dann weiter vom Band rollten, mussten halt extrem überarbeitet werden. Man hatte also andere Fahrwerksabstimmungen, stärkere Stabilisatoren, stärkere Dämpfungen, stärkere Federn und man führte halt das damals noch sehr kostenspielige ESP in der Kompaktklasse serienmäßig ein. Also das war das erste Auto der Kompaktklasse, was serienmäßig ESP dann hatte. Und es war für Mercedes auch übrigens das erste Auto mit Vorderradantrieb. Also man hat sehr viel bei Mercedes lernen müssen und dieses Elchtest-Desaster war halt ein Riesenproblem. Im Nachhinein war es, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil es dieses Auto unglaublich bekannt gemacht hat und weil viele das deswegen auch dann gekauft haben. Es gab dann viele, die halt einen kleinen Elch hinten drin hatten und sich darüber auch dann auch gefreut hatten. Und dieses Auto war von da an halt narrensicher. Ja, also es war für den Kompaktklassenfahrzeug absolut narrensicher und damit auch der Vorreiter für alle anderen. Also VW führte dann irgendwann das ESP beim Golf ein und Opel, Ford und wie sie alle hießen, zogen natürlich nach, auch die Franzosen sogar. Und Vorreiter war halt dieses kleine Auto. So, der weitere Nachteil war der Fahrkomfort.
Also dadurch, dass dann immer härtere Dämpfer eingebaut wurden, das hat man ja heute auch bei jedem SUV, deswegen mag ich die ja auch nicht. Die sind ja für mich teilweise auch überdämpft, also bretthart. Gerade so die ersten BMW X5 oder X3 waren bretthart auf der Hinterachse, dass dann fast vorne schlecht wurde. Also ich fand das immer fürchterlich. Das war bei dem leider auch so, also der Fahrkomfort hat absolut gelitten. Und dann hatte man irgendwann die Idee, und das ist für mich auch sozusagen die bessere A-Klasse, wenn überhaupt aus diesen frühen Modellen, ist es die sogenannte Langversion. Die war dann wirklich Van-gleich, also das ist hier die kurze, die war deutlich länger, also wie so eine lange S-Klasse, hatte dann auch größere Türen, hatte wesentlich mehr Platz. Das war auch immer so ein bisschen das Problem der A-Klasse. Wirklich in der kurzen Version viel Platz hatte sie nicht. Man konnte zwar die Sitze variieren, man konnte die nach hinten schieben und nach vorne schieben, man konnte sie auch relativ leicht ganz rausnehmen und dann passte sogar ein Fahrrad rein, wenn man den Vordersitz noch mit ausbaute. Aber bei der langen war das dann wesentlich besser, man hatte also wesentlich mehr Platzfreiheit. Ich zeige euch das mal. Also, das ist hier wirklich sehr beengt. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Vordermann hier irgendwie wahnsinnig weit sitzt und auf diese Enge heraus war das Auto auch nicht größer als ein VW Polo innen drin, ja. Und dann hatte man hier diesen Kniff mit den Sitzen. Also man konnte die hier verstellen. Man konnte sie jetzt vorfahren, man konnte sie jetzt zurückfahren, das ist das längste. Und man konnte irgendwie auch die Lehne noch verstellen, ja. Das war also auch für eine Kompaktklasse einzigartig, dass man die Lehne hier verstellen konnte. Und wie gesagt, was ich immer an diesem Auto tatsächlich gemocht habe, war diese Sitzposition. Ja, man saß halt relativ hoch, man hat ein sehr kompaktes Auto, man kommt in jede Parklücke und man hatte eigentlich auch gute Motoren. Also gerade hier dieser A170 war extrem sparsam, war auch langlebig, also war kein schlechter Motor. Auch die Benzinmotoren waren eigentlich nicht schlecht, die waren okay, die hielten. Einziges Manko bei diesem Auto hier, das hat er nämlich zufällig, ist das Automatikgetriebe. So, ich habe heute Morgen gelernt, es war eine Mercedes-Eigenentwicklung, was es nicht besser macht. Dieses Automatikgetriebe ist tückisch und viele A-Klassen mit Automatikgetriebe haben ein Problem. Also ich würde euch immer raten, wenn ihr so ein Auto wollt, und es ist ein sympathisches kleines Auto und wenn man es reparieren möchte und sich die Zeit dafür nimmt, man kann das auch, oder es gibt auch Werkstätten, die kennen sich damit noch gut aus, aber es ist halt alles sehr kompliziert. Ja, Teileversorgung ist kein Problem. Gibt auch genug alte Autos, die man irgendwie geschlachtet hat, wo Sachen bleiben. Es ist ein unglaublich sympathisches, kleines, kompaktes Auto, was immer noch eine einzigartige Optik hat, wie ich finde. Aber, wie gesagt, lasst die Finger von Automatikgetrieben. Und lasst die Finger von diesen sogenannten Lamellendächern. Das war da so eine Schiebedachversion. Gab es ausschließlich, die hatten so Blechlamellen. Und die falteten sich so ineinander. Sah super lustig aus, ist aber meistens kaputt und irreparabel. Also absolut irreparabel. Das ist wahnsinnig teuer und aufwendig. Ich habe einmal so ein Ding gehabt mit Lamellendach. Das tat da nicht und keine Chance. Also für normales Geld das hinzukriegen. Ansonsten, das Design der A-Klasse fand ich auch immer lustig, weil es letzten Endes, das ist so witzig hier mit diesem letzten Fenster, ja. Ich weiß gar nicht, wem das gedient hat. Der Übersichtlichkeit nicht wirklich, dem Hund eventuell. Genau, Hunde passen hier nämlich auch ganz toll rein. Ich zeige euch mal jetzt den Kofferraum. Also wenn man das Ganze weiter vorschiebt, hier sind die Haubendämpfer kaputt, wenn man das Ganze weiter vorschiebt, hat man riesen viel Platz und durch diese Sandwich-Bauweise hat man hier auch einen riesengroßen Staumöglichkeit noch. Hier liegt jetzt ein Reserverad drin, aber wenn man das rausnehmen würde, hätte man wirklich richtig viel Platz. Genau, durch die Sandwich-Bauweise liegt zum Beispiel auch die Batterie in diesem Boden. Ich glaube auf der Beifahrerseite. Irgendwie gab es hier so ein Fach. Ja. Das musste man hier irgendwie so auffummeln. So, und hier ist das nochmal verkleidet. So, und hier liegt dann die Batterie und die Sicherungskästen. Das ist eigentlich ganz schön, weil da kommt kein Spritzwasser dran. Ne? Also das ist eigentlich wirklich sehr gut geschützt. Und ich finde zum Beispiel auch diese Haptik bei den Autos eigentlich ganz schön. Das ist hier diese günstigste Version, die Basisversion, der sogenannte Classic.
Also es gab Elegance, es gab Avantgarde und es gab halt Klassik, das war so der Einstieg. Und ich fand die Teppiche immer ganz okay, ich fand diese Materialanmutung ganz gut. Das Auto war auch, das war alles gepolstert. Es gab auch zahlreiche Airbags. Beifahrer, Fahrer-Airbag natürlich auch, aber auch Seiten-Airbags. Also haben die eine ganze Menge gemacht. Ich glaube, es gab sogar dann Kopf-Airbags irgendwann, die hatten sie auch noch. Also das war schon eine relativ sichere Kiste. Und mit einer Langversion, ein A170 CDI lang oder A160 lang, ist wirklich auch ein ganz komfortables Auto. Damit kann man ganz gut auch fahren. Also bin da mehrere Kilometer mitgefahren, tausende von Kilometern. Ich fand das eigentlich ganz okay. Genau, Rost kriegt man in den Griff. Man muss halt nur früh anfangen. Also hier sieht es noch gut aus. Hier kommt er auch so leicht unten. Den mal ein bisschen konservieren. Hier geht es auch los. Aber das ist noch ganz gut. Das ist noch sogar der originale Steinschlagschutz hier dran. Der ist bei vielen schon weg, weil das alles schon mal geschweißt wurde. Das sieht ganz gut aus, aber genau sieht man es halt erst, wenn man diese Schwellerverkleidung abnimmt und dann guckt, wie es da drunter aussieht. Genau, also nehmt in Kauf, es ist nicht wahnsinnig komfortabel. Lasst die Finger von Automatikgetrieben, auch von Lamellendächern. Oder wenn es geschlossen ist, ist es auch okay, aber versucht es nicht aufzumachen, wenn es kaputt ist. Hat keinen Sinn. Teileversorgung ist machbar. Schrauben ist ein bisschen anstrengend. Teile, wie gesagt, gibt es alle und es ist ein sparsames Auto. So, es gibt dann noch weitere Versionen. Es gab dann noch so eine Formel-1-Version mit Mika Häkkinen. Das war so der Wiedereinstieg von Mercedes in die Formel 1. Das hat man damals mit der A-Klasse so ein bisschen gefeiert. Das sind so seltene Modelle, die ein bisschen wertvoller heute sind, wenn sie denn original sind. Wurden auch viele nachgebaut und nachgemacht, so in dem Stil. Dann gab es so als Topmodell den A210, glaube ich, hieß er. Der hatte dann irgendwie einen größeren Motor und hatte, ich weiß es nicht genau, 140 PS, 150 PS oder sowas. Damit war das Ding auch relativ schnell dann. Aber genau, richtig schnell war es halt nie, weil er halt auch relativ schwer war für einen Kompaktwagen und ja auch nicht so wahnsinnig aerodynamisch, nicht durch den hohen Aufbau. Also ein richtiger Rennwagen war die A-Klasse tatsächlich nie, auch wenn man das so ein bisschen versucht hat. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video ein bisschen liked und euch das ein paar Informationen zu dem, wie ich finde, wirklich ganz spannenden Auto der Mercedes-Benz-Historie gegeben hat und auch gezeigt hat, wie ein großer, namhafter Hersteller, der immer wirklich hohe Ingenieurskunst geleistet hat, eigentlich einen Trend mit diesem Auto angedacht hat, aber dann doch leider nicht zu Ende geführt hat. Und das rächt sich aus meiner Sicht bis heute. Das war es mit unserem etwas deprimierenden Zukunftsausblick und ja, es tropft und tröpfelt, der Schnee schmilzt hier weg. Genau, damit deprimierende Grüße an die Community. Bis bald.